Hallo und herzlich willkommen zum letzten Teil unserer kleinen Serie zur OnePlus Watch 2 und wir wollen uns im letzten Teil jetzt mal meinen Testbericht angucken, nachdem ich 7 Tage intensiv mit dieser Uhr verbracht habe und einige Aspekte für euch angeschaut habe. Viel Spaß mit dem Video. Ja, gerade wenn ihr die Uhr zum Beispiel auch im Büro oder Ähnlichem tragen wollt und für viele ist ja eine Uhr durchaus auch ein modisches Accessoire, dann spielt es natürlich eine Rolle, wie ist die verarbeitet und wie sieht sie aus. Und ich muss sagen, neben der schwarzen Version, die silberne Version gefällt mir auch ganz gut. Verarbeitung ist richtig, richtig gut. Die Druckpunkte sind gut, die Tasten wackeln nicht, da knarzt nichts, keine scharfen Kanten oder sowas. Was mich ein bisschen an der Optik stört, ist dieser doch recht breite Rand auf dem Display. Den sieht man hier bei diesem Watchface jetzt auch. Und an der rechten Seite diese Ausbuchtung, da konnte ich mich auch innerhalb der Woche nicht dran gewöhnen. Am schlimmsten aber diese Krone hier oben, weil sie keine Funktion hat. Hätte sie eine Funktion, fände ich es noch okay. So bleibe ich halt immer dran hängen. Zum Beispiel mit einem Handschuh beim Fahrradfahren bin ich dran hängen geblieben, dann hakt das da. Das ist nicht ganz optimal, muss man einfach sagen. Wie gesagt, wenn sie eine Funktion hätte, könnte ich noch damit leben. So finde ich es tatsächlich eher etwas unglücklich. 22 mm Armbänder mit Schnellverschluss, könnt ihr alle Armbänder dran knallen, die ihr wollt. Das heißt, die Optik, da seid ihr nicht irgendwie limitiert, weil es irgendwie ein proprietäres Armbandformat ist, sondern ihr könnt halt eben die Optik an eure Wünsche mit jedem Armband anpassen oder fast jedem Armband anpassen, was ihr mögt. Ansonsten fühlt sich das Ding gut an, Wertigkeit ist gegeben. Ich würde sagen, Optik, Haptik und Verarbeitung auf jeden Fall gut bis sehr gut. Ja, der Bereich Apps und Software, da kommt natürlich der Uhr zugute, dass sie auf Wear OS setzt und somit quasi auch auf den Play Store setzt. Denn das ist natürlich, zumindest meiner persönlichen Meinung nach, das Nonplusultra, was den Smartwatch-Markt angeht. Mehr Apps bekommt ihr nirgendwo, zumindest wenn ihr auf Android geht. Und da muss man einfach sagen, da hat die Uhr es allen anderen Herstellern, die andere App-Stores oder Ähnliches anbieten, definitiv voraus. Es gibt WhatsApp, es gibt Spotify, es gibt Komoot, es gibt den Google Assistant, so ihr den nutzen wollt. Es gibt Google Wallet, leider ohne PayPal. Es gibt Google Maps und so weiter und so fort. Wir haben da auf der linken Seite auch noch YouTube Music, wenn euch das gefällt. Also insofern, da gibt es wirklich ein so breit gefächertes Spektrum. Da spricht nichts dagegen, dass diese Uhr da genau das Richtige für euch sein sollte oder beziehungsweise sogar ist. Dazu kommt noch, dass die Performance auch wirklich gut ist. Ihr seht das hier zum Beispiel einmal bei Google Maps in der Anwendung. Da ruckelt nichts und so weiter und so fort. Wir kommen gleich im Performance-Kapitel noch zu einem Thema, was ein kleines bisschen problematischer ist. Aber was die Apps und so weiter angeht, gibt es A, eine riesen Auswahl und B, sind sie auch durchaus performant. Mir ist keine App untergekommen, die irgendwie größer geleckt hat. Natürlich gibt es immer mal wieder eine Gedenkmillisekunde sozusagen, aber nichts, was irgendwie problematisch ist oder was mir quasi aufgefallen wäre. Ja, Thema Performance habe ich gerade schon angesprochen. Also wenn ihr in der Uhr sozusagen drin seid, also sprich hier durch die App scrollt oder auch durch die Einstellungen scrollt und so weiter und so fort, dann ist die Performance sehr gut. Sollte sie auch bei dem Prozessor, der da am Werke ist. Aber, und das haben tatsächlich auch schon einige andere Kollegen bei YouTube sozusagen rausgefunden, die Problematik entsteht dann, wenn der Wechsel erfolgt zwischen Wear OS und dem RTOS, also sprich, wenn der schnelle Prozessor den langsamen Prozessor ablöst. Das ist so ein ganz kleiner Millimoment, wo man merkt, dass die Performance da einbricht und das zeigt sich gar nicht so sehr jetzt hier, wenn ihr hier durchscrollt oder sowas, weil dann halt der schnelle Prozessor läuft, sondern das ist zum Beispiel dann, wenn die Uhr einfach nur im Watchface-Modus ist und ihr bekommt dann eine Benachrichtigung. Dann ist es tatsächlich so, dass das so ein kleines bisschen leckt, aber wirklich nur eine Millisekunde, wenn man zum Vergleich eine Samsung Watch hat. Ja, ein ganz wichtiges Thema und vielleicht das Highlight dieser Uhr, wenn man so möchte, ja, wie man es so betrachten möchte, ist sicherlich der Akku, beziehungsweise noch viel wichtiger die Akkulaufzeit. Hier seht ihr zwar, dass für 97% nur 2 Tage 5 Stunden bedeuten, aber durch die 2 Prozessoren ist das tatsächlich noch deutlich mehr. Ich habe es getestet und bin mit vielen, vielen Einstellungen eingeschaltet. Ihr seht hier zum Beispiel, dass stromfressende Funktionen wie das Always-On-Display, Atemprobleme bewerten eingeschaltet sind, dauerhafte Pulsmessung und so weiter und so fort. All das eingeschaltet, aber auf Büro ausgelegt, sprich nur Fahrradfahren ins Büro ist getrackt worden, keine sportlichen Aktivitäten, irgendwie jeden Abend joggen oder sowas, was durch GPS dann noch belastet wäre, sondern rein das Hinfahren zum Büro und das Zurückfahren zum Büro mit dem Fahrrad in dem konkreten Fall. Das habe ich getestet und bin tatsächlich auf eine Laufzeit gekommen, die ich sehr positiv finde, wenngleich auch nicht so sehr überraschend, wie ich sie mir vielleicht erhofft hätte. So formulieren wir es mal ganz kurz und ich zeige jetzt mal eben, womit wir gestartet sind, denn wir sind am Montag gestartet um 12:25 Uhr oder 12:30 Uhr, wie auch immer ihr das sehen wollt. Und mit dieser 100% Akkuladung bin ich gekommen bis Donnerstag
Hier ist dann jetzt noch 19:30 Uhr. Am Ende ist es geworden 19:45 Uhr, also sprich 3 Tage und, weiß ich nicht, 6, 7 Stunden, sowas roundabout, hat das Ding durchgehalten. Die halbe Stunde hat es hier am Ende leider nicht mehr gereicht. Also insofern für mich Akkulaufzeit gut, aber ich hätte mir tatsächlich noch mehr erhofft. Ja, ein Thema, was für viele von euch ja wirklich sehr, sehr wichtig ist, und das verstehe ich auch, weil es eine Kernfunktionalität einer Smartwatch ist das Thema Benachrichtigungen. Und auch da profitiert die OnePlus Watch 2 natürlich davon, dass wir Wear OS an Bord haben. Das heißt, die Benachrichtigungen von eurem Telefon kommen sowieso schon über die Wear OS-Funktionalität sehr gut auf die Smartwatch. Aber es gibt natürlich auch mit WhatsApp zum Beispiel einen ganz großen Anbieter, der eine native App zur Verfügung stellt. Und da könnt ihr wirklich viele, viele Dinge tun, die man über die normale Benachrichtigungsfunktion eben nicht tun kann. Wie zum Beispiel hier reagieren auf Bilder, ihr könnt euch Fotos angucken, ihr könnt Emoticons anzeigen. Das geht zum Beispiel bei vielen anderen Herstellern von Smartwatches, die eben nicht auf Wear OS setzen, nicht. Ihr habt noch viele andere Möglichkeiten, die da in der Konfiguration liegen und auch in der Einstellung liegen. Also sprich, ihr könnt auch Nachrichten aktiv verschicken und nicht nur reagieren. Auch das aus meiner Sicht eine Funktionalität. Ihr könnt antworten, einmal natürlich per Tastatur, aber fast noch wichtiger, ihr könnt auch antworten per Sprachnachricht, nicht nur über eine Spracheingabe, so wie das ja hier in der Mitte der Fall wäre, sondern halt eben wirklich über eine klassische Sprachnachricht, so wie ihr sie von WhatsApp zum Beispiel kennt oder auch von anderen Anbietern, ne? Und das funktioniert wie folgt. Vielen Dank für deine Nachricht. Einfach aufnehmen, dann einmal losfeuern und schon habt ihr eine Sprachnachricht verschickt. Da könnt ihr euch natürlich auch anhören, logischerweise, auch über die Uhr. Also sprich, wenn ihr eine Sprachnachricht reinbekommt, könnt ihr euch die anhören, könnt aber die natürlich auch wieder jetzt abspielen, hier eure eigene, wenn ihr das denn wollen würdet. All das funktioniert und da muss man wirklich sagen, da ist Wear OS aus meiner Sicht auch schon wieder hier die Speerspitze sozusagen. Es gibt auch eine Gmail-App und so weiter und so fort. Also sprich, eine Reihe von Apps, die euch da unterstützen. Nicht für alle gibt es eine native App, aber halt eben, wie gesagt, für viele. Und das hilft aus meiner Sicht schon nochmal deutlich, um die Benachrichtigungsfunktionen sehr aktiv nutzen zu können. Insbesondere dann, wenn ihr vielleicht WhatsApp nutzt oder Gmail nutzt oder Outlook nutzt. Das sind ja so die, wo es wirklich eine native App gibt, die dann noch eine enge Verknüpfung ermöglichen zwischen Smartphone und Smartwatch. Gut, damit sind wir durch und ich will euch verraten, wie meine Meinung zur OnePlus Watch 2 ist. Optisch gefällt sie mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Man muss wissen, dass es nur eine Größe gibt, sprich, wenn euer Handgelenk etwas kleiner ist, solltet ihr sie unbedingt vorher mal Probe tragen. Was ich etwas schade finde, ist, dass der Displayrand recht breit ist. Das kommt hier bei dem Watchface natürlich nochmal klar rüber. Und die Krone, wieso hat man die Krone da oben angebracht und nutzt sie dann nicht für Funktionalitäten? Das ist wirklich unglücklich. Ich hätte mir gewünscht, dass man oben auch einfach nur einen Knopf nimmt, weil als Knopf funktioniert sie ja, dann würde man auch nicht hängen bleiben. Ich bin nämlich sehr oft hängen geblieben und das war wirklich ein bisschen schade. Ansonsten, was die Software und die Apps angeht, da gibt es wirklich nichts zu mäkeln. Also durch den Play Store ist es einfach so, ihr könnt auf eine vielfältige Auswahl von Apps zurückgreifen und das ist natürlich richtig gut. Das Ding hat auch genug Power, also sprich, da kommt es auch bei anwendungsstärkeren Apps nicht zu Verzögerungen, Scrollen und so weiter, alles kein Problem. Einzig und allein bei den Benachrichtigungen, da gibt es so eine kleine Verzögerung zwischen dem Umschalten, zwischen dem, ich sag mal, langsamen, stromsparenden Prozessor und dem Vollpower-Prozessor, dem Snapdragon. Und da muss man sagen, das ist etwas schade, wird aber vielleicht mit der Software dann irgendwann noch revidiert. Die Funktionalitäten in Bezug auf Gesundheitsmessung und so weiter und so fort funktionieren soweit okay, würde ich sagen. Nicht besser oder schlechter als bei der Galaxy Watch, aber es gibt halt natürlich nicht ganz so viel Funktionsumfang. Akku, etwas schade, dass hier so ein proprietärer Anschluss gewählt wurde. Ich hätte mir da QI-Laden gewünscht. Ansonsten ist der Akku aber natürlich ziemlich gut. Wir sind über 3 Tage bei intensiver Nutzung gekommen, das ist schon gut, wenngleich ich persönlich mir tatsächlich nach den Ankündigungen auch noch mehr erhofft hatte. Das muss ich natürlich auch dazu sagen, aber vielleicht war das einfach so, weil ich irgendwie gedacht habe, das wäre jetzt hier der absolute Akkuhammer. Sie ist auch akkutechnisch gut oder von der Akkulaufzeit, aber halt eben nicht vollkommen überwältigend. Was noch ganz wichtig ist zu wissen und das vielleicht für diejenigen, die nicht mit einer tönenden Uhr, also sprich mit lauter Lautstärke durch die Gegend laufen, sondern mit der Vibration. Die Vibrationsintensität ist trotz stark bei mir sehr schwach ausgeprägt. Also ich merke das teilweise nicht. Das ist auch in den Kommentaren schon öfter mal hochgekommen. Und da muss man vielleicht einfach sagen, das würde ich mir wünschen, dass das noch etwas stärker wäre. Aber das liegt am Motor. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das softwaretechnisch im Nachgang noch zu bewältigen ist. Ansonsten funktioniert die Autoerkennung von Sportarten nicht ganz so gut. Radfahren hat bei mir zum Beispiel nicht funktioniert. Gehen und Sport oder beziehungsweise Laufen dann aber
aber doch besser. So, insgesamt gefällt mir die Uhr also ganz gut. Von der Optik her, insbesondere mit diesem Hügel auf der rechten Seite, das stört mich etwas und stört mich tatsächlich so sehr, dass ich persönlich bei der Samsung Galaxy Watch 5 Pro bzw. bei der 6 Classic bleibe. Aber ich kann jeden verstehen, der auch hier zuschlägt, weil es wirklich eine gute Uhr ist. Wer noch Fragen hat, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zusehen. Alexa, Kamera aus. Okay.